Hammergeil, hey. Hey, wie gefällt euch mein neues Schätzchen? Richtig Zucker, hä? Wir sind in der ersten Version von Build Wars, die erste Episode. So darf ich euch das erste Team vorstellen. Wir sind in Deutschland, wir sind beim Oli, ihr kennt ihn schon. Der hat ganz viel so wilde Schätzchen rundherum. Wir zeigen euch vielleicht noch 1, 2, 3, die er hat. Jetzt aber gehen wir zuerst mal rein, checken seine Werkstatt ab, sagen dem Oli Hoi, treffen sein Team und sein Projekt. Da sind wir alle wahnsinnig gespannt. Also, let's go, gehen wir hier. So, also wir sind in Aachen gelandet. Hier hat ja der Oli seinen Stützpunkt mit, wie gesagt, dem einen oder anderen Schätzchen. Er hat gesagt, wir können einfach in die Werkstatt reingehen. Das Team ist schon dort, das Projekt ist schon dort. Kommen wir einfach mit. Alter. What the fuck, Mann. Ah, Mann, da sind wir genau richtig. Deutschland, Österreich. Moinsen! Komm mal her, Oli! Wir haben es geschafft! Peter! Geil, dass ihr mitmacht am Projekt. Ich probiere es mal auf Hauchdeutsch für die deutschen Zuschauer. Olli, kann ich dich gleich mal krallen? Lass uns mal hinsetzen und erzähl uns mal, wo wir hier gelandet sind. Ich brauche den Konversationshut. Ihr habt es nach Aachen geschafft, 15 Minuten nach Straßburg. Wunderschön zum Mopedfahren hier. Schwarzwald bietet sich gnadenlos dafür an. Das hier, Labor, Werkstatt. Ich gehe mal hierher, wenn mir langweilig ist. Es gehört zum Haus, war mal ursprünglich ein Schweinestall. Ist es mehr oder weniger immer noch, bloß jetzt keine Schweine mehr, jetzt andere Stinker. Eindrücklich die Sammlung. Das ist alles zusammengetragenes Zeug, was über die Jahre ich hierher geschleift habe. Ich möchte nie mehr umziehen. Viele Mopeds, viele Mofas. Das ist nur ein Teil davon. Das ist das, was hier in der Werkstatt Platz hat und an dem ich auch gelegentlich immer wieder schraube. Hier drin vor allem Zünder, Bergsteiger und Motorbekan. Und das da ist ja das, mit dem alles angefangen hat. Ja. Mofa hat mich sehr, sehr weit getragen. Nie den Zylinder aufgemacht, nie reingeguckt. Also wenn ich die Wahl habe, dann Bergsteiger, weil sie einfach unglaublich simpel, eigentlich immer anspringen. Stell uns doch mal das Team vor. Follow me! Rina, meine kompetente, lebende Siri von Simpsonauten in Stuttgart und hat mich auf meiner Reise durch die USA immer stetig am Telefon begleitet. Habe ich gefragt, weil sie mich immer sehr gut bremsen kann und gute Ideen hat und viel Kritik, die ich gar nicht gebrauchen kann. Peter habe ich rausgesucht. Peter ist von Radweg Audi. Er hat so ein kreatives Technik. Es ist ein Technikwahnsinn, der unter seiner Mütze brütet. Wenn man sich anguckt, was er schon alles gebaut hat, dann ist das halt schon naheliegend, dass ich den Peter gefragt habe, ob er Bock hat. Und da war natürlich sofort Feuer und Flamme. Er hat zwar erst ein bisschen gezögert, er hat keine Zeit, aber hat jetzt, glaube ich, schon mehr nachgedacht, als ich über das ganze Projekt nachdenken werde. Wir können vielleicht Mofas einblenden oder du hast vielleicht sogar hier. Peter seine 37,5 Gänger. Sein Höllengefährt haben wir auch schon mal gefilmt. Also lasst uns mal in Richtung Projekt gehen. Das geile Projekt ist dort drunter. Für euch gibt es jetzt die erste Eindruck von dem Projekt vom Team Deutschland. Hat einen Teamname? Nee, noch nicht. Team, nee, noch nicht. Let's go! So. Jetzt kommt Überblendung, Einzelteile, einzelne Shots etc. Während ihr uns das Projekt mit Worten umschreiben könnt. Sag mal, was ist das denn? Das ist eine Motorbekan Pony aus dem Jahre 1948 oder 1947. Ursprünglich tatsächlich 50 Kubik und ist somit der direkte Vorfahre der ersten Mobilette, der AV3. Ich habe vor ein paar Jahren meine Liebe dazu entdeckt. Die habe ich jetzt noch rumstehen gehabt. Wir haben erst ein bisschen überlegt, was wir machen. War dann recht schnell eindeutig, dass wir was machen, was so vielleicht noch nicht da war. Meine Gedanken dazu sind, es ist sehr, sehr alt. Es wird sehr, sehr spannend, was wir da vorhaben, weil, wie gesagt, wir haben uns schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Mein Hauptaugenmerk wird ein bisschen wahrscheinlich auf das Design gehen. Die Jungs machen Motor und den restlichen Schnickschnack. Weiblichen Schnickschnack. Genau. Viele spezielle Teile, wir haben vorhin mal kurz drüber gesprochen, die Räder. Irgendwelche Größe, ja alles so ein bisschen, irgendwas. Da kommt das Schweißgerät zum Zuge, nehme ich mal an. Nö. Nö? Nö. Nö? Ums Schweißen werden wir nicht drum rumkommen. Die Felgen fliegen raus, Schutzbleche fliegen raus. Im Endeffekt machen wir das Ding komplett nacki bis auf den Rahmen und dann gucken wir, wie wir es wieder zusammenkriegen. Der originale Motor wird nicht wieder reinkommen. Bremsankerplatte wird nachher auf der anderen Seite sein. Wir werden wahrscheinlich von einer Zünder die Felgen reinmachen, gehen von 20 Zoll, was es jetzt ist, auf 19 Zoll runter. Wir wollen uns ja nachher, wenn man da drauf sitzt, nicht umbringen. Also es wird nachher hinten
hinten und vorne alles ein bisschen breiter und kleiner. Also im Kopf fahren wir schon damit rum, haben einen Riesenspaß. Peter, komm mal her, Meter. Peter ist schon Motorentechniker. Hat man hier so Mobilette-Motoren und die haben eigentlich die schöne Eigenschaft, dass da kein Getriebe dran ist. Das ist einfach nur ein Motor und sonst nichts. Der Rahmen, der sieht so von der Form mit dem V schon so ein bisschen aus, wie die alten Boardtracker oder sowas. Und da wäre es ja nun möglich, so rein vom Konzept her, ob man nicht möglicherweise irgendwie so was machen könnte und dann irgendwie ein anderes Getriebe unten drunter. Da war ja auch schon ein separates Getriebe drin. Also das war original ja auch so aufgebaut mit einem Motor und dem separaten Getriebe. Das wilde Ideen schwimmen hier rum. Genie und Wahnsinn. Eindeutig in Richtung Wahnsinn aus. Sehr geil. Ich bin absolut gespannt und ich will euch eigentlich gar nicht weiter aufhalten. Ich würde mal sagen, euer Projekt kann beginnen, ihr könnt starten. Alles klar, also let's go. Viel Erfolg mit eurem Projekt. Das Team, nö, noch nicht. Startet jetzt mit ihrem Projekt, ihr könnt loslegen. Sehr, sehr spannend, gefällt mir sehr gut. Und da schauen, dass ich da neutral kann bleiben bei allen Dingen. Aber natürlich sehr, sehr geile Ideen, die da schon mal im Kopf oder in diesen Köpfen rumschwirren. Wie gesagt, wir schauen ihnen jetzt noch ein bisschen über die Schulter, checken ein bisschen ab, wie sie die ersten Schritte gehen da. Und ihr seid natürlich mit dabei. Let's go. I can hardly stand the heat, soaking underneath the sheet, burning like a flame within, blisters all over my skin, always a step behind, just like I'm going blind, ever after on the loose, I will never get to choose. Also was das Team hier schon am Bauen ist, Tag 1 ist der fucking Hammer. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die anderen Teams zu bieten haben gegen das. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier weitergeht oder auch, was die anderen Teams planen und bauen, Channel abonnieren, hier ein Like und einen Kommentar da lassen für das geile Team und ihr mega Hammer-Projekt. Unbedingt Abo bei uns auf dem Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut und ciao.